Okay. Ja. Wir nehmen uns ein Taxi, fahren zu mir. Du weißt ganz genau, warum ich nicht mit auf euer Brautschloss will. Und außerdem warst du gerade auf dem Weg zu mir. Dann eben nicht. Ja. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Du, das Internet ist ja ziemlich hilfreich. Du erinnerst dich an das Bild mit dem Typen? Wo ist der überhaupt? Wir zwei gehen jetzt zusammen nach Hause. Nach Hause? Meinst du diese stinkende, versiffte Bude, in der du haust? Ey, Kim weiß echt nicht, was er an dir hat. Ich sehe eine vollkommene Frau, die wahnsinnig weiblich und sexy ist. Und wenn Yuri das nicht sieht, dann hat er dich einfach nicht verdient. Ansgar hält sich Tanja als Mätresse auf dem Schloss und du hast nichts Besseres zu tun, als ihr hinterherzulaufen. Die Frau ist krank. Ich lasse mich scheiden. Lass das. Es ist vorbei. Ach, gut, dass ich dich sehe. Hiermit habe ich dir dieses Schreiben persönlich überreicht. Scheidungstermin in 3 Wochen. Tut mir leid. Ich fürchte, deine Zeit auf Königsbrunn fällt ein bisschen kürzer aus. Das Trennungsjahr hat gerade erst begonnen. Ein Trennungsjahr erübrigt sich aber im Falle einer Härtefallscheidung. Ich bin Anwalt, schon vergessen. Ich weiß, wie es geht. Sebastian, nur weil du dich nachts in den Schlaf weinst, weil du mir ab und zu im Esszimmer begegnest, ist das noch lange kein Härtefall. Mich per Videoschalte dabei live zusehen zu lassen, wie du es mit Ansgar treibst. Ich finde den Fall ziemlich hart. Schönen Tag noch. Scheiße. Was habe ich gemacht? Scheiße. Ich muss ja weg. Mist. Es ist so nass. Warte, ich geb dir eins von mir. Wenn wir diese Organisation nicht irgendwann hochnehmen, dann wird uns das BKA von dem Fall abziehen, das sage ich dir. Na, ich denke, dass ich ab heute wieder dabei bin. Hör zu. Ich rufe dich an, sobald ich beim Arzt raus bin. Alles klar. Na, glaubst du, dass die dich heute schon wieder gesund schreiben werden? Dein Unfall ist doch gerade erst passiert. Aber ich bin ein gesundes Kerlchen und so schnell nicht tot zu kriegen. Allerdings. Hallo Mama, das ist ja eine Überraschung. Ja, das ist doch super. Wir haben uns in einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das habe ich mir doch irgendwie gedacht. Sag mal, wann kommst du an? Alles klar, hol ich dich ab. Ich mich auch. Tschüss. Und? Meine Mutter kommt vorbei. Die ist auf der Durchreise und wollte dich kennenlernen. Ich hole sie in 3 Stunden vom Bahnhof ab. In 3 Stunden? Sie will nicht kontrollieren, ob sie ordentlich ist. Sie will dich nur kennenlernen. Sie ist vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, hanseatisch, aber sie wird dich lieben. Hanseatisch, und was heißt das? Mach dir mal keine Sorgen. Wenn sie erst mal mit jemandem warm geworden ist, dann für immer. Mit Saskia war sie am Ende ganz dick. So, mit deiner Ex war sie also ganz dicke. Na, fühle ich mich doch gleich viel besser. Ich ruf dich an. Eine Härtefallscheidung also. Tja. Das ist alles Tja? Was willst du? Ich meine, ich dachte, du willst die Scheidung. Ach, bisher war es so abstrakt, aber jetzt. Kann es wirklich sein, dass du immer noch nicht kapiert hast, wie ernst die Lage ist? Ach, Marlene, ich habe gedacht, so ein Trennungsjahr ist doch da, um zu sehen, was passiert, oder?
fest gehofft, dass ihr wieder zueinander findet. Ja, vielleicht habe ich das. Tanja, ich sag das ungern so deutlich. Aber du hast es versaut. Du hast es mit Ansgar getrieben vor den Augen deines Mannes. Glaubst du wirklich, dass das etwas ist, wo einfach mal Gras drüber wächst? Das wie durch ein Wunder vergessen wird? Kapier endlich, dass das kein Spiel mehr ist und unternimm etwas. Das ist wirklich deine letzte Chance. Ey, Kim weiß echt nicht, was er an dir hat. Sich den erstbesten Typen an den Hals zu werfen. Das ist wirklich Spaß. Was machst du hier? Ich dachte, du willst nie wieder im Fuß in meine rollende Fritteuse. Nein, entschuldige, meine stinkende Fettschleuder setzen. Ja, deswegen bin ich hier. Es tut mir leid. Jetzt machst du mir doch nicht so schwer. Was, ich dir? Wer ist dir denn die ganze Zeit hinterhergerannt? Hä? Ich habe mich nur für dich zum Affen gemacht, bin mit einer Rose bei LCL aufgetaucht, hab dir Essen vorbeigebracht und hab dir ein Friedensangebot nach dem nächsten gemacht. Und was hast du getan? Nichts, du hast mich einfach eiskalt stehen gelassen. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Ach, ein bisschen übertrieben. Ich bin wegen dir auf diese beschissene Party ins No Limits gegangen, in der Hoffnung, es bringt irgendwas. Aber nein! Aber es waren ja genug andere Typen da, die dich angehimmelt haben, ne? Nur weil ich mal ohne dich Spaß hatte, musst du mir nicht gleich hinterherrennen, um mich abzuholen, wie so ein Neandertaler, der seine Beute in die Höhle schleift. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Du warst doch nur eifersüchtig. Ich hab dich vermisst, verdammt nochmal. Du wolltest mich kontrollieren. Entschuldige, ich liebe dich, da vermisst man einander nun mal. Ich hab dich auch vermisst. Ach, genau, und deswegen bist du gleich mit dem erstbesten Typen in die Kiste gehüpft, ja? Was? Du glaubst, ich hab dich betrogen? Sag mal, hast du sie noch alle? Oh Gott. Lass das einen ganz, ganz schlechten Traum sein. Da? Juri, Gott. Also, es war so war Kaffee auf meiner Bluse und dann habe ich, Oh, Sepp. Kümmere dich um die neuen Schnittmuster. Ich habe nachher eine Präsentation mit den Dingern. Los! ja klar. Du bist echt das letzte Martha Wolf. Hey, Was willst du? ich wollte noch mal mit dir reden. Ja? Sebastian, wenn du diese Härtefallregelung jetzt durchdrückst, dann gibt's kein Zurück mehr. Tanja, das ist in der Übung. Ich will das aber nicht. Letzte Woche konntest du doch gar nicht schnell genug gehen mit der Scheidung. Aber wer weiß, vielleicht dämmert dir ja mittlerweile, dass damit auch deine Tage auf Königsbrunn gezählt sind. Nein, es geht mir um uns. Um uns? Ja. Soll das jetzt ein Witz sein? Hast du mal an unsere Tochter gedacht? Was glaubst du, wie es Emma geht, wenn sie erfährt, dass du ein Schmutzvideo einsetzt, um mich loszuwerden? Vielleicht hättest du ja auch schon mal an unsere Tochter denken können, als du dieses Schmutzvideo eigenhändig produziert hast. Sebastian, es geht dir darum, mich zu bestrafen, auf Kosten unserer Tochter. Nein, ich will einfach nur, dass du aus meinem Leben verschwindest. Komm schon, lass uns... Tanja, hör auf. Es ist mir egal, was du jetzt schon wieder für eine Nummer abziehst. Aus deinem Mund kommt nichts als Lügen. Du bist eine Lüge. Du entschuldigst mich? Ich habe jetzt ein Meeting mit deinem Freier. Du glaubst im Ernst, dass ich mit einem von diesen Typen in die Kiste gestiegen bin?
Einfach so. Du musst doch wissen, dass ich sowas niemals machen würde. Du kennst mich doch. Ja, und ich habe die Bilder gesehen, die du auf dein Profil hochgeladen hast. Ihr seid nachts hier noch vorbeigetänzelt. Du mit den ganzen Kerlen. Und ihr seid noch nach Königsbrunn gefahren. Hm? Das waren Freunde von Tristan. Er hat gemerkt, wie mies ich drauf war wegen dir. Deswegen hat er mich doch überhaupt erst ins No Limits mitgenommen. Ja, und ich wollte dich vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig machen. Und auf dem Schloss ist nichts gelaufen. Bist du dir sicher? Nur weil wir uns ein bisschen streiten, hüpfe ich doch nicht gleich mit irgendwelchen Leuten in die Kiste. Was glaubst denn du von mir? Hey, ich liebe dich doch. Ich auch. If you think you're sinking, Ich hab dich so vermisst. probably are. Only you can know. Only you can Okay, know. stopp, warte noch mal. Was denn, worauf? I've got this one fresh second, one fresh minute, one fresh hour of my day. I pray it's not too late. I pray it's not too late. Then we'll be alright. I think we will survive. Everybody gets a little scared like this. Ah, War's das jetzt schon? Es muss doch irgendwie einen Weg geben, um diese Härtefallregelung zu stoppen. Ja, was weiß ich, Sie sind der Anwalt. In seinem Antrag steht irgendwas von wegen seelischer Grausamkeit. Keine Ahnung, wie er auf den Quatsch kommt. Ah. Sie kennen die Aufnahmen. Würde es für eine Anhörung bei Gericht reichen, wenn es nur ein bedauerlicher Zufall war, dass mein Mann das gesehen hat? Mit Absicht? Jetzt reicht's mir aber. Es geht niemandem etwas an, wann ich wo mit wem Sex habe. Fragen Sie doch einfach mal meinen Mann, warum er dabei zugeguckt hat. Das Meeting wegen der Mondschau läuft seit einer Viertelstunde und, Können Sie nicht anklopfen? Entschuldigung, aber Ansgar ist sowas von schlecht drauf und deswegen dachte ich, Sie werden aber nicht fürs Denken bezahlt, dann würden Sie nämlich umsonst arbeiten. Jetzt verschwinden Sie. Also, das heißt, wenn ich dem Gericht glaubhaft erklären kann, dass ich meinen Mann nicht extra hab zusehen lassen, dann habe ich eine Chance? Sehr gut. Ja, natürlich heute noch. Der Scheidungstermin ist in 3 Wochen. Ja, ich bitte Sie darum. Ich will diese Scheidung nicht. Sehr gut. Idiot. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can't be heard. Isn't it romantic? Hallo, ich bin wieder da. Bella! Und wie war's bei deinem Vater? Schön war's. Ihm geht's richtig gut. Er macht ganz viel im Garten. Sieht aus wie bei der Bundesgartenschau. Aber putzt du? Oh, nicht für dich, Schätzchen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass du heute schon zurückkommst. Also erwartest du hohen Besuch. Ja, hat sich kurzfristig ergeben. Franks Mutter ist in der Stadt und will mich kennenlernen. Und deshalb muss das hier auch ruckzuck wieder in den Rucksack. Der erste Eindruck zählt, ha? Wäre schön, wenn mir meine schusselige Tochter nicht in die Parade fährt. Keine Sorge, das wird großartig. Die Frau kennt dich ja nicht und weiß nicht, dass du manchmal ein bisschen neurotisch bist. Ach, ich habe meine Tochter so vermisst. Bin nicht neurotisch, mein Liebes, sondern habe liebenswerte Eigenheiten. Ah, das war. Außerdem habe ich ja jetzt meine Angst vor der Ehe überwunden. Und du hast noch fast jeden um den Finger gewickelt. Seine Mutter hat einen Antiquitätenladen in Hamburg. Ich meine, wir sind beide Geschäftsfrauen. Da werden sich Anknüpfungspunkte finden. Sie kann froh sein, dass Frank so eine tolle Frau gefunden hat. Ja. Oh, mein Kuchen! Backen üben, da war noch mal. Also, ich muss ja wohl niemandem erklären, wie viel von dieser Show für uns abhängt. Deswegen hoffe ich erlebe da keine Überraschung. Mosch hat sich nicht für die Show akkreditiert. Bitte? Ja, seltsam. Einer unserer besten Kunden. Sonst hatten wir die Verträge mit ihm schon Wochen vor der Show in der Tasche. Soll das ein Witz sein? Haben wir wenigstens einen Vorvertrag mit ihm? Nö, sonst wüsste ich ja davon. Ja, und dann sitzt du hier noch so still rum? Kümmer dich drum.
Ich bin Justiziar der Firma, ich mache die Verträge. Wer die wann unterzeichnet, ist Sache der Geschäftsführerin. Ja, nur dummerweise ist die Geschäftsführerin, nämlich deine zukünftige Ex, gerade nicht anwesend. Entschuldigung, ich bin zu spät, ich weiß, aber ich hatte noch ein wichtiges Telefonat zu führen. So, dann hoffe ich mal, es war geschäftlich. Ja, natürlich. Sag mal, wo bin ich hier? Planet der Dilettanten oder was? Mosch ist noch nicht akkreditiert. Ich gehe davon aus, du kümmerst dich darum. Ja, natürlich. Oh Gott, Jessica, wo hat diese unfähige Blondine ich... Apropos unfähige Blondine, ist dir eigentlich klar, dass es nur noch wenige Tage sind bis zur Show? Ansgar, ich habe solche Shows schon auf die Beine gestellt, da hast du noch Bankhäuser vor die Wand gefahren. Ja, aber das war zu der seligen Zeit, bevor dir dein Privatleben unter deinem wohlgeformten Hintern explodiert ist. Ich hab's im Griff, ja? Schön. Dann zeig mir doch mal die Vorverträge. Du hast es im Griff, ja? Sieht ja ganz danach aus. Dafür lohnt es sich fast zu streiten. Aber du weißt schon, dass das nichts ändert. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann hier nicht wieder einziehen. Das heißt, du bleibst auf dem Schloss. Also, bis wir genug Kohle zusammen haben und uns eine eigene Wohnung leisten können. Auf deinen Namen. Wegen meinem Schufa-Eintrag. Auch wenn ich hier nicht wieder einziehen möchte, ich weiß, dass du das schaffst. Ja, deine Burritos sind der Hammer. Der ganze Medienhafen ist Stammgast bei dir. Ja, super. Ist wirklich alles okay bei dir? Du bist irgendwie so komisch. Ich weiß nicht. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass du gar nicht richtig wolltest, aber du willst doch eigentlich immer. Ja, weißt du, und ich bin hier extra hergekommen, um mich zu entschuldigen und du bist einfach... Ich dachte, du freust dich. Ja. Kannst du mir mal ein T-Shirt geben, bitte? Hallo, hörst du mir zu? Ja, ich freue mich auch. Ja, das sieht man. Mein T-Shirt. Was? Mein Oh, T-Shirt. ja. Kim, es ist so, wir müssen reden. Das tun wir doch. Du, ich weiß, wie wichtig dir das ist, unabhängig zu sein, aber ich hab's wirklich versucht, ja? Ich schaff's nicht. Also, als wir gestern auf Königsbrunn weitergefeiert haben, da hast du gefehlt. Weil ich dich einfach total vermisst habe. Das geht mir ganz genauso. Rebecca, nur damit das klar ist, ich erwarte von deinem Finalkleid alles. Es wird ja Kracher, wie immer. Bisher hatten wir aber keine Konkurrenz im eigenen Haus. Das Kleid muss ein Statement sein, dass die klassische Linie immer noch den Ton bei LCL angibt. Ein Kracher reicht nicht, sorgt dafür, dass es ein Erdbeben wird. Ja. Anstatt hier mit dem Säbel zu rasseln, sollst du lieber deine Aufgabe machen. Sorg dafür, dass die Kunden wieder an Bord sind, diesen Mosch zum Beispiel. Gib Gas, Tanja. Ja. Gas ist rechts. Glückwunsch, Einanhörung zu meinem Antrag auf Härtefall. Schon in einer halben Stunde. Da hast du wohl sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, was? Hast du etwa mit deinem Anwalt geschlafen? Sieht so aus, als würde ich doch nicht in 3 Wochen ausziehen. Wir sehen uns vor Gericht. Tanja, wir haben ja gleich in 2 Stunden das Meeting wegen des Showablaufes. Nimmst du den Entwurf für das Finalkleid vorab? Nein.
Wie? Ich werde pünktlich zur Besprechung da sein, aber jetzt muss ich erst mal zum Gericht, um die Härtefallregelung zu verhindern. Charlie! Elisabeth! Na, bist du mit dem Familiennachwuchs unterwegs? Ja. Ich habe Dana den Kleinen abgenommen. Und du? Bist du im Stress? Ja, Franks Mutter ist auf der Durchreise und möchte mich gerne kennenlernen. Und naja, der Kuchen, den ich in den Ofen geschoben hatte, ist gerade ein Opfer der Flammen geworden. Oh. Ich hätte ja gleich bei Xavier was in der Patisserie holen können, aber ich dachte eben, ein selbstgebackener Kuchen ist persönlicher. Kann es sein, dass du ein bisschen nervös bist? Elisabeth, ich bin das erste Mal in meinem Leben verlobt. Und ich lerne die Mutter meines Zukünftigen kennen. Sie kommt von Hamburg. Sagt man nicht, dass die Leute da oben ein bisschen unzugänglich sind? Ja, aber Charlie, die kommt extra deinetwegen nach Düsseldorf. Ich meine, das würde sie doch nicht machen, wenn sie nicht an dir interessiert wäre, oder? Ich habe Frank einen Heiratsantrag gemacht. Das erste Mal in meinem Leben bin ich davon überzeugt, den richtigen Mann an meiner Seite zu haben. Naja, und jetzt lerne ich seine Mutter kennen. Ich will natürlich nichts falsch machen. Ja, das ist doch ganz normal, dass man nervös ist, wenn man die Familie seines Zukünftigen kennenlernt. Aber die ist doch kein Monster, oder? Mama. Grüß dich, Mensch. Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? So, pass auf, komm. Lass uns gleich losgehen. Okay. So, Taschen nimmst du? Ja. Netter Versuch. Aber ich fürchte, die Rolle der naiven Unschuld liegt dir nicht. Wie praktisch, dass du mit dem Richter Golf spielst. Ja, bitte, Tanja, das ist genauso lächerlich wie deine Beteuerung. Du hättest von dieser Kamera nichts gewusst. Du verlierst deinen Biss. Aber spiel ruhig so viele Spielchen, wie du willst. In 3 Wochen ist die Scheidung. Ey, Alter, warum ist immer dein Handy aus? Auch wenn Paris noch so toll ist. Tu mir den Gefallen und ruf bitte zurück, ja? Timo, ich habe richtig Scheiße gebaut. Hey, Emilio. Das, was Timo dir jetzt gesagt hätte, kann ich doch jetzt tun. Was? Komm, beruhig dich mal wieder. Kim weiß bestimmt selbst, dass es eine blöde Idee war, auf diese Party zu gehen. Und dann auch noch die Fotos zu posten. Aber irgendwann fliegt alles auf. Ich weiß das am besten. Als ich mit Jessica zum Beispiel, du weißt schon, Knick-Knack. Jedenfalls, da habe ich gedacht, das fliegt nie auf. Aber das tut es irgendwann. Da kannst du die Uhr nachstellen. Andi, du musst mal kurz hier die Stellung halten. Was? Bist du verrückt? Eine Currywurst krieg ich ja noch hin, aber ein Burrito? Vergiss das mal ganz schnell. Außerdem muss ich noch meine Umsatzsteuer machen. Du hast doch gesagt, du machst genau das, was Timo auch getan hätte, oder? Also, vielen Dank, bis später. Wie hält er das bloß aus? Du hast eine halbe Stunde. Ich muss wieder auf die Baustelle. Ich versteh's nicht. Tanja müsste eigentlich längst hier sein. Ja. Ist sie ja nun nicht wahr? Ja, hier kann ich dir schon mal ein paar Entwürfe zeigen. Weißt du was, die Entwürfe sind mir egal. Ich hab's langsam echt satt. Ich setze Himmel und Hölle in Bewegung. Ich karre jeden, der in dieser Modewelt Rang und Namen hat. 3 Wochen früher nach Düsseldorf. Was macht Madame? Ist jetzt nicht mal nötig, zu einem Termin zu erscheinen. Kann mich mal. Moment, was hat das jetzt zu bedeuten? Ganz einfach.
Juri macht das Finalkleid. Was? Das hab immer ich gemacht. Ich meine, die LCL-Klassiklinie ist die Säule des Unternehmens, ja? Die Kunden erwarten, dass das Finalkleid von mir kommt. Sonst gibt's einen riesen Eklat. Hör zu, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, aber nur zur Information. Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Juri ist neu und heiß. Die Modewelt ist ganz gespannt auf seine erste Kollektion bei uns. Vor allem seit sein letzter Entwurf auf dem Cover von diesem Modeblättchen war. Tut mir leid, es hat länger gedauert, als ich dachte. Wo ist Ansgar? Weg. Nachdem man beschlossen hat, dass Juri das Finalkleid machen wird. Das hat er nicht. Danke für deine Hilfe. Ah, Martha, da bist du ja. Schau mal, ich habe jetzt die Reißverschlüsse rausgesucht. Das ist falsch. Juri will keinen Kunststoff, Metall, Messing. Hat er das gesagt? Nee, muss er nicht, das weiß ich. Danke für deine Hilfe. Martha? Hey, Hey, wir müssen reden. ja, klar, aber ich muss echt... Martha, wir müssen reden. Emilius. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie sowas passieren konnte. Mein Kim ist meine Cousine. Ehrlich, ich habe so etwas noch nie gemacht. Wir müssen Kim die Wahrheit sagen. Nein, das müssen wir eben nicht. Ich kenne meine Frau. Weißt du, was passiert, wenn sie davon erfährt? Sie lässt mich sitzen und lässt sich scheiden. Aber irgendwann kommt es auch raus, so oder so. Aus einem blöden Zufall, oder weiß Gott wie. Und dann hast du sie nicht nur betrogen, sondern obendrein angelogen. Nein, das kann ich nicht. Komm, wenn wir Kim erklären, dass wir das alles nicht wollten, dass es was passiert ist, dass es nichts zu bedeuten hat. Jetzt hör mal auf. Nochmal, wir können Kim nichts sagen. Ich kenne meine Frau. Das spricht ihr das Genick. Die ist meine Sonne, die ist mein Ein und Alles. Und um alles in der Welt. Kim darf davon nichts erfahren. Wovon darf ich nichts erfahren? Was hältst du davon? Ich warte jetzt noch auf Franks Mutter und dann komme ich raus nach Königsbrunn. Okay, ich dich auch. Ciao. Grüße von Tristan. Danke. Also das war ein Glück, dass mein Kuchen verbrannt ist. So dekorativ wäre er natürlich nicht gewesen. Nein. Du, ich freue mich jetzt richtig auf Franks Mutter. Das wird doch bestimmt sehr... Sie müssen Charlie sein. Mein Sohn hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Ich freue mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Und Sie sind bestimmt die Mutter der Braut. Sag mal, spinnst du total, Ansgar? Das kannst du nicht machen. Ich kann hier so ziemlich alles, Tanja. Ich bin Chef dieser Firma. Du kannst diesem abgewrackten Kerl aus dem Balkan nicht das Finalkleid geben. Unsere Kunden erwarten, dass Vor wir... allem mal was Neues. Falls es dir entgangen sein sollte, deine Freundin Lotti Rothfeld war ganz begeistert. Es ist mir scheißegal, was Lotti Rothfeld sagt. Mein Gott, Tanja, du bist ja richtig erhitzt. Das letzte Mal habe ich so eine gesunde Gesichtsfarbe bei dir gesehen, als wir beide... Kannst du einfach mal die Klappe halten? Wir müssen unseren Kunden signalisieren, dass wir immer noch LCL sind. Dass wir Stil und Klasse verkörpern. Das wird aber nicht funktionieren, wenn dein sozialistischer Kollateralschaden ein Model über den Laufsteg jagt, das aussieht, als wäre es aus einer Tschernobyl-Ruine gekrochen. Vor allem müssen wir professionell sein. Und damit scheinst du, meine Liebe, im Moment deine Probleme zu haben. Professionell. Ich sag dir mal was, wenn hier jemand unprofessionell ist, dann du. Du hast ihm das Finalkleid gegeben, weil ich zu spät gekommen bin. Und wo warst du? Sebastian, stimmt's? Tanja, krieg dich wieder in den Griff. Ich bin voll da. So, unser wichtigster Kunde springt ab vor der Show. Du versäumst wichtige Termine. Nochmal, Tanja, reiß dich zusammen. Oder? Oder du bist raus. Ich bin Franks Verlobte. Das ist meine Tochter Bella. Sie wollen meinen Sohn heiraten? Ja. Und dabei habe ich mir heute so viel Mühe mit meinem Make-up gegeben. Das scheint nichts genutzt zu haben. Quatsch. Du siehst großartig aus. Ich
Bitte entschuldigen Sie. Ich dachte nur, weil Sie... Weil ich älter bin als Frank? Oh, die paar Jährchen. Aber wir sollten uns vielleicht an dieses Missverständnis gewöhnen. Womöglich traut euch beide sonst noch der Standesbeamte. Ja. Sag mal, habe ich dir schon erzählt, dass Charlie das beste Restaurant in Düsseldorf führt? Tatsächlich? Wie nett. Das Schneiders ist wirklich großartig. Du willst einen Burrito nach mir benennen. Nein, nicht irgendein Burrito, den Premium Burrito, den Burrito à la Kim. Chili scharf, lecker und feurig genauso wie du. Das ist schräg, aber irgendwie auch süß. Habe ich nicht den tollsten Ehemann? Ach übrigens, wie wär's, wenn du das Catering für die Fashion Show machst? Es gibt schon ein Catering. Ja und? Hast du vergessen, wer ich bin und wem der Laden hier gehört? Ja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass gerade Ansgar mir den Job für das Catering gibt, oder? Abwarten. Ja, ich muss dann auch mal wieder viel zu tun. Warte mal. Das ist Emilios Shirt. Nein. Ja. Ja. Ja, es... Also, ja, es ist Emilios Shirt. Also, es war so, heute Morgen, No Limits, ja? Da, war so eine... Und Kaffee, weißt du, wieder, also Kaffee auflösen. Gibt es eigentlich irgendwie... Der tollpatschiger ist auf der Welt als du? Also das war nicht Marthas Schuld. Ja, Martha hat nie Schuld. Sie ist immer total unschuldig. Nein, ich war dabei. Also wir waren im No Limits und dann kam wieder so eine Tussi von Juri rein und hat sie angestoßen. Sei bitte vorsichtig damit, okay? Das Shirt habe ich Emilio nach dem letzten Konzert der Dripping Animals gekauft. Und ich kann sehr ungemütlich werden. Bis dann. Wir müssen einfach nur cool bleiben. Schön, dass du so entspannt bist. Ich kriege jetzt mal Bauchkrämpfe, wenn ich Kim sehe oder auch nur an sie denke. Meine Hände zittern und... Gott, wie konnten wir ihr das antun? Ja, und eben das müssen wir verdrängen. Super. Wie soll ich das machen? Sehe ich aus wie ein Mann? Was haben wir da bloß gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß, Martha, hör mir zu. Kim ist die Frau, mit der ich alt werden will. Und wenn sie das erfährt, dann weiß ich ganz genau, dass sie weg ist. Und das würde ich nicht aushalten. Also bitte tu mir den Gefallen und halt die Klappe. Ja. Versprochen. Ja, willkommen im Schneiders. Hübsch. Ne? Darf ich? Ja, gerne. Ja, meine Mutter tut sich manchmal ein bisschen schwer, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie dachte. Stimmt's, Mama? Also mich hat sie 2 Jahre genervt, dass ich zur Polizei gegangen bin, anstatt Jura zu studieren. Du hättest eine der größten Kanzleien Hamburgs auf dem Silbertablett serviert bekommen. Ja. Stattdessen. Raufe ich mit Kriminellen, ich weiß. Ah, ja. Ja, das ist mir allerdings auch lieber, als dafür zu sorgen, dass sie wieder freikommen. Aber ja, ich muss sagen, ich weiß es mittlerweile zu schätzen, einen mutigen, verwegenen Mann im Haus zu haben. Hallo, Frau Schneider. Ich habe auch gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Hallo. Was darf ich Ihnen bringen? Ich würde sagen, Champagner? Idee? Wir müssen doch auf unser Kennenlernen anstoßen. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, dann würde ich sagen, 2 Gläser Champagner und ein Glas Wasser. Sehr gerne. Charlie hat das Restaurant ganz alleine aufgebaut. Weißt du, so wie du deinen Laden damals. Wieso hat Ihr Mitarbeiter Sie nicht mehr erwartet? Seit der Laden so gut läuft, nehme ich mir ab und zu frei. Zum Glück. Ja, man sagt ja, dass die Rheinländer einen entspannten Umgang mit der Arbeit pflegen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bewundere das. Ich wünschte, ich könnte einfach mal faul sein.
Wir müssen reden. Tanja, bitte Spaß dir. Mir ist doch sowieso klar, dass du ab jetzt mit harten Bandagen kämpfen wirst, dass du alles tun wirst, um diese Härtefallscheidung zu verhindern. Der Punkt ist nur, du hast keine Chance. Ich weiß. Deswegen werde ich meine Anwälte zurückpfeifen. Scheidungstermin in 3 Wochen, ich finde, das klingt gut. Was hast du vor? Ich bin Geschäftsfrau. Ich verschwende meine Zeit nicht mit Kleinkriegen, die ich nicht gewinnen kann. Außerdem bin ich auch froh, wenn unsere Ehe endlich Geschichte wird. Dann kann ich mich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Ja. Ist das so? Und dass dir dann nur noch 3 Wochen auf Königsbrunn bleiben, das ist dir auf einmal egal? Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß, wann ich verloren habe. Muss ich wohl mit leben. Entschuldigst du mich jetzt? Ich habe noch wirklich viel zu tun. Ja, Tanja von Manstein hier. Ich würde gern Herrn Mosch sprechen. Ja, danke. Ja, ich muss gestehen, mit Antiquitäten kenne ich mich nicht so aus. Man kann ja auch nicht alles wissen. Wenn Ihr Restaurant so gut ist, wie mein Sohn sagt, dann hat Ihre Küche doch sicher einen Stern. Nein, noch nicht. Ich lege zwar Wert auf gute Küche, aber das Wichtigste ist mir, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Frau Schneider, es tut mir schrecklich Ja, leid. Luca, ich komme. Entschuldigt mich bitte. Entschuldigung. Luca, Sie haben was gut bei mir. Noch ein Satz von dieser Spinatwachtel und ich hätte in die Tischkante gebissen. Sehe ich genauso. So, es reicht. Du hast ja wirklich mehr als deutlich gemacht, was du von unserer Verlobung hältst. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ob es dir passt oder nicht. Ich liebe Charlie und deswegen werde ich sie heiraten, okay? Es tut mir leid. Ja, ich war überrascht, dass du dich für eine ältere Frau... Aber wenn du sie liebst... Das tue ich. Ich will nur, dass du glücklich bist. Ein Notfall in der Küche. Ich bin sicher, Sie haben das im Griff, eine patente Frau wie Sie. Mein Sohn hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich äußerst schlechte Manieren an den Tag lege. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ach, das ist halb so wild. Doch, ist es. Sie sind so freundlich zu mir und ich... Frank ist mein einziger Sohn und ich fürchte, ich bin da so neurotisch wie jede Mutter. Frauen, die ihn heiraten wollen, haben es erstmal nicht leicht. Es tut mir leid. Schon vergessen. Wir haben eine halbe Stunde gesagt. Ich habe eine Firma zu leiten. Eine halbe Stunde. Was hast du denn daran nicht verstanden? Ey, das tut mir leid, aber du hast echt mein Leben gerettet. Pass auf, den nächsten Burrito, den du haben möchtest, der geht aufs Haus. Ach Quatsch, die nächsten 20. Nein, den ganzen nächsten Monat kannst du für lau essen. Das klingt schon viel besser. Aber wie dem auch sei, ich muss weg. Hau rein. Danke. Hey. Scheint sich ja gelohnt zu haben. Wer hat Ja gesagt? Wer? Ansgar. Also nicht ganz, die VIP-Gäste bekommen ein Catering vom Schneiders. Aber du machst das Essen für die Mitarbeiter. Emilio, das sind 250 Leute. Wow. Geil, oder? Ist wirklich alles okay? Mann, du bist den ganzen Tag schon so komisch. Nee, es ist wirklich alles bestens. Ich bin nur ein bisschen platt und ich bin so glücklich, dass ich dich als Frau habe. Du bist der Wahnsinn. Ich liebe dich. Okay, in 2 Stunden im Schneiders. Gut, bis dann. Katrin hat einen Zahnarzttermin und ich müsste mit Ansgar noch ein paar Verträge durchsehen. Kannst du? Kann ich. Komm, Emma. Kannst ein bisschen mit mir mitarbeiten. Dann lauf. Katrin sollte in einer Stunde oder so wieder da sein. Tanja, hast du das mit Mosch geklärt? Ja, kein Grund zur Sorge. Ich bin wieder fokussiert. Na, hoffentlich. Kommst du dann?
Ja, Schatz. Weißt du was, Emma? Du musst dir gar keine Sorgen machen. Ich finde einen Weg, wie wir beide auf dem Schloss bleiben können. Ich behalte meinen Namen und ich behalte meine Firma. Und ich habe genau 3 Wochen Zeit, den Ansgar davon zu überzeugen, dass er ohne mich verloren ist. So lange haben Sie Ihr Restaurant schon? Ja. Wissen Sie, dass ich im gleichen Jahr meinen ersten Antiquitätenladen eröffnet habe? Wirklich? Das war ein winziges Loch im Souterrain. Aber ich war so glücklich. Ja. Es macht einfach Spaß, selbstständig zu arbeiten, oder? Ja, ich hätte mir nicht vorstellen können, etwas anderes zu machen. Naja, bei dir wäre auch jeder Arbeitgeber verzweifelt. Sie haben übrigens eine ganz entzückende Tochter. Ja, Bella ist ein ganz besonderer Mensch. Und was für ein Glück Sie haben, dass sie bei Ihnen wohnt. Ich bin ein bisschen neidisch. Entschuldigt mich kurz. Elfriede, ich bin sehr froh, dass wir uns jetzt doch noch verstehen. Ich glaube, Frank wäre sehr unglücklich gewesen, wenn gerade wir beide... Frank und ich stehen uns sehr nahe. Besonders als sein Vater vor 10 Jahren gestorben ist. Ich würde nie etwas tun, was ihn unglücklich macht. Und da er sie nun mal heiraten will... Man kann Kinder nicht vor allen Fehlern bewahren. Das ist nichts Persönliches, Frau Schneider. Sie sind sympathisch, erfolgreich, nett. Aber eins ist uns beiden doch wohl klar. Diese Ehe wird niemals halten. Doch, das wird sie. Frank und ich, wir lieben uns. Liebe Güte, Sie klingen wie ein Backfisch. Liebe ist nicht immer genug und das wissen Sie. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Und ich glaube, es interessiert mich auch nicht. Mein Sohn wünscht sich Kinder. Wollen Sie ihm diesen Traum wirklich kaputt machen?